Spieltag 28 wird eröffnet von Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Ich glaube, wir hatten zuletzt vor 2-3 Monaten ein Freitagsspiel, von daher freue ich mich, dass wir auch mal wieder freitags ran dürfen. So ist das Wochenende schon versaut, bevor es überhaupt erst recht begonnen hat. Das gilt natürlich auch für die Bremer Fans, je nachdem, wie das Spiel dann ausgehen wird. Also ich tippe natürlich erstmal für die Eintracht, muss natürlich auch sagen, also die Bremer Saison, die ist, ja, ich kann dazu eigentlich auch nicht viel sagen. Die haben die letzten Spiele verloren, ja, die sind gut reingestartet, hatten mal einen guten Lauf zu Beginn der Rückrunde, waren oben dran, an den internationalen Plätzen sind sie jetzt auch noch. Also es ist ja oben ganz eng beieinander. Ne, immer im Hinterkopf behalten, dass auch Platz 7 oder Platz 8 sogar noch reichen könnte. Also die werden auch nochmal alles versuchen reinzuhauen. Spielerisch sieht es bei beiden gerade nicht so rosig aus. Die Eintracht, was die schon für Spiele vergeigt hat, was die schon für Punkte abgegeben haben, das ist wirklich, wirklich nicht zu fassen. In Freiburg zum Beispiel, wo ich es jetzt hier gerade lese, führst du 3-mal, spielst am Ende 3-3. Dann gegen Union zu Hause, gegen Darmstadt, in Darmstadt führst du 2-0. Mainz zu Hause haben wir gewonnen, in Köln verlierst du, gegen Bochum spielst du nur unentschieden, in Augsburg verlierst du, also das sind so Spiele, auch zu Hause gegen Wolfsburg, wenn du die echt alle gewonnen hättest. Ja gut, ich will gar nicht ausrechnen, wo die Eintracht stehen würde, macht wieder nur depressiv. Und auch so ist die Saison irgendwie, weiß ich nicht, sie ist nicht schlecht, aber sie ist jetzt auch nicht so überragend. Klar, jetzt als Außenstehender würde man meinen, ey, ihr seid doch Sechster, ihr wart in der Conference League, im 16. DFB-Pokal, gut gegen Saarbrücken, das darf nicht passieren, durfte nicht passieren. Da hat man eine große Chance verpasst, wirklich mal wieder ins Finale einzuziehen. Genau, und von daher, man weiß auch nicht mehr, für was steht die Eintracht. Ne? Früher aggressiven, offensiven, attraktiven Fußball gespielt. Da wurde Leidenschaft gezeigt, da war Emotion drin, da ist der Funke übergesprungen auf die Zuschauerränge. Heutzutage hast du das Gefühl, das ist Schlafwagenfußball. Ballbesitzfußball ist ja schön und gut, kannst aber auch anders Ballbesitzfußball spielen. Du kannst auch nach vorne spielen mit viel Ballbesitz, ne? Und versuchen dich da durchzukombinieren, aber selbst das, dann wird wieder hinten rumgespielt. Also ich kann schon die Zuschauer, die regelmäßig ins Stadion verstehen, dass das auch ziemlich langweilig ist auf Dauer und dass man so ein bisschen die Lust verliert. Aber wie gesagt, die Saison ist ja per se nicht schlecht. Faktisch stehen wir auf dem 6. Platz. Wir müssen den verteidigen. Dann spielen wir vielleicht Conference League wieder, vielleicht auch Europa League, wenn Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt. Vielleicht reicht es ja sogar noch für mehr, aber für Platz 5 oder so auf keinen Fall. Da ist der Zug auf jeden Fall abgefahren. Dazu hatten wir genug Chancen. Genau, ich hoffe einfach, dass die Saison auf Platz 6 zu Ende gespielt wird. Ob es dann mit Dino Topmüller weitergeht, weiß ich nicht. Ich bin Gott sei Dank nicht in der Lage, dass ich das entscheiden muss. Würde wahrscheinlich nochmal frischen Schwung geben dann für die neue Saison. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hat Dino Topmüller dann die Chance im Sommer mit vollem Kader von Anfang an dann seine Idee besser umzusetzen. Vielleicht verstehen es die Spieler dann auch auf einem, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt fast 40 Pflichtspiele und da ist immer noch kein großer Fortschritt zu erkennen. Er hat zwar einzelne Spieler besser gemacht, Robin Koch, William Pacho, ganz besonders Omar Mamouche und so weiter und so fort. Das möchte man ja gar nicht bestreiten. Also es gibt sowohl als auch Argumente. Am Ende müssen es die Verantwortlichen entscheiden, die dafür halt zuständig sind. Und von daher, um jetzt mal wieder aufs Sportliche zurückzukommen, ich schweife schon wieder ab, weil es halt mein Verein ist, hoffe ich, dass die Eintracht gewinnt. 2-1 wäre eine schöne Sache. Hauptsache gewinnen, egal wie. Dann hoffe ich, dass ich jetzt bei den anderen Spielen nicht so lange brauche. Union gegen Leverkusen ist ja auch für mich eigentlich wieder eine klare Sache. Leverkusen schwebt weiter auf Wolke 7 auf der Erfolgswelle. 40 Pflichtspiele nicht gewonnen. Fabrizio Romano ist immer noch glücklich, dass er jedes Mal einen Tweet machen kann über Leverkusens ungeschlagene Serie. Ist natürlich auch, muss man jetzt fairerweise sagen, ein Riesending. Das wird so in Deutschland, glaube ich, so schnell nicht mehr geben. Selbst die Bayern, glaube ich, werden das nicht hinkriegen. Aber halten sie es auch bis zum Schluss durch. Meister werden sie, das ist ganz klar. Jetzt sind sie im Pokalfinale gegen Kaiserslautern. Da ist gefühlt auch nur noch die Frage nach der Höhe. Die werden auch, glaube ich, Pokalsieger jetzt werden. Meister auch. Das sind jetzt 13 Punkte Vorsprung. Da wird nichts mehr passieren. Auf gar keinen Fall. In Berlin wird wahrscheinlich auch ein knappes Spiel. Union haben sich halt unter ihrem neuen Trainer auch wieder ein bisschen mehr gefangen. Müssen halt auch nochmal nach unten gucken, ne? Klassenerhalt und so weiter. Aber ich glaube auch hier ein knappes 2-1 für Leverkusen. Freiburg gegen Leipzig ist so eine Partie, da muss die Eintracht halt auch drauf schauen. Ne? Leipzig ist vor uns, wenn die verlieren sollten und die Eintracht gewinnt, würden sie trotzdem nochmal an Platz 5 rankommen. Auf der anderen Seite, wenn Freiburg gewinnt, drücken die von unten. Was ist jetzt angenehmer für uns, wenn von hinten nicht gedrückt wird oder von oben nicht gedrückt wird? Ist irgendwie beides unangenehm, aber in dem Fall würde ich schon sagen, wäre es gut, wenn die Freiburger verlieren oder zumindest nicht gewinnen. Jetzt halt die Frage, ob sie es auch machen. Aber die wollen natürlich Christian Streich auch nochmal einen guten Abschluss bereiten. Eine schöne letzte Spiele hier in der Saison, eine schöne letzte Phase. Tja, ich tippe mal ein Unentschieden. Ich mache mal ein 1:1
Auch mit dem Hintergrund und mit dem Gedanken, dass die Eintracht gewinnt am Freitag, also heute. Und dass Freiburg halt nicht gewinnt, unter anderem. Da müssen wir nochmal bei Augsburg gucken gegen Hoffenheim. Aber jetzt erstmal Freiburg-Leipzig 1-1. Mainz gegen Darmstadt ist natürlich Abstiegskampf pur. Derby oder nicht, hin oder her. Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es ein klassisches Abstiegsduell, wo die Mainzer, denke ich, Vorteile haben. Darmstadt hat in Bochum 2-2 gespielt. Lustige Story, habt ihr vielleicht mitbekommen auf Twitter. Ich habe einfach mal aus Scheiß, habe ich einen Wettschein gemacht, 5 Euro getippt, dass alle 3 Sonntagsspiele unentschieden ausgehen. Nach dem ersten Spiel war ich schon so, okay, kann immer mal passieren. Dann habe ich schon gedacht, bei Stuttgart gegen Heidenheim, okay, das macht Stuttgart. Dann dreht Heidenheim das Spiel innerhalb von 5 Minuten. Dann 90. Minute, letzter Angriff, Dennis Undaff trifft 3-3. Da war ich schon mal so ein bisschen okay. Hat ein zweites Mal ganz gut geklappt. Jetzt wäre es ja auch ganz geil, wenn Bochum das nochmal hinkriegt gegen Darmstadt. So ein Nicht-Angriffspakt oder so. Dann führt Bochum 2-0. Da habe ich schon gedacht, komm, das Ding ist gegessen. Dann kommt Darmstadt dran. Dann schießen die den Ausgleich. Und dann saß ich hier wie auf heißen Kohlen. Hab gezittert und so weiter und so fort. Hab natürlich gehofft und hab dann quasi 600 Euro rund gewonnen. Aber hier auch nochmal aufhören. Die Bank gewinnt immer. Ihr geht bei so Wetten geht ihr immer als Verlierer vom Platz. Deswegen will ich hierfür auch nicht werben. Ich habe das einfach mal aus Scheiß gemacht, just for fun. Aber ich werde jetzt davon noch Abstand nehmen. Ich werde jetzt in nächster Zeit das nicht mehr machen, weil so viel Glück habe ich nicht mehr. Das nur just by the way, wegen Darmstadt 98. Ich glaube aber, dass Darmstadt in Mainz nicht gewinnt. Obwohl, wenn sie gewinnen, sind sie wieder mittendrin, ne? Die haben doch nicht so viel Punkte Abstand, habe ich gesehen in der Tabelle. Tja, was machst du? Darmstadt? Ich finde einfach, dass Mainz da stärker ist. Ich mache mal hier ein 3-1, weil Darmstadt, das ist vielleicht so die letzte Chance, dort nochmal ranzukommen. Ich weiß jetzt leider nicht die nächsten Gegner von Darmstadt, aber es wird maximal schwer. Maximal schwer auf jeden Fall. Mainz duelliert sich mit Köln um Platz 16. Ich glaube nicht, dass Darmstadt da nochmal mit eingreift. Aber es hat schon so einige Fußballwunder gegeben. Vielleicht schreibt Darmstadt ja diese Saison ihr eigenes und vielleicht gewinnen sie doch in Mainz. Schauen wir mal. Heidenheim gegen die Bayern. Klar, für die Bayern ist die Saison jetzt gelaufen. Champions League können sie noch eventuell retten, wenn sie denn da gegen Arsenal spielen sind, ne? Genau, sich durchsetzen wird auch nicht ganz so einfach. Und Heidenheim, wie gesagt, die haben in Stuttgart überragend dann noch das Spiel gedreht, haben dann noch in letzter Sekunde das 3-3 für mich zum Glück bekommen. Tja, was machen sie? Können sie wirklich die große Überraschung schaffen? Ich traue denen das zu, auf jeden Fall. Wer in Dortmund einen Punkt holt und zu Hause und Stuttgart zu Hause schlägt, der kann auch die Bayern zu Hause schlagen, aber die wirken momentan ein bisschen befreiter, auch wenn sie natürlich gegen Dortmund zu Hause verloren haben. Das war natürlich auch so ein, einmal in 10 Jahren Spiel. Aber ich glaube, da ist auch die Luft raus. Zumindest in der Liga, die wissen jetzt auch, das wird nichts mehr. Die müssen ja auch hoffen, dass Leverkusen auch jetzt ein paar Spiele verliert. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube auch nicht. Vielleicht gewinnt Heidenheim. Ich mache da einfach mal den Außenseiter-Tipp. Ich tippe mal 2-0, 2-1. Machen wir mal 2-1 für Heidenheim. Ich glaube, das gibt eine saftige 3-0-Packung für die Heidenheimer. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Vielleicht gelingt ihnen ja eine Überraschung und für mich dann überraschenderweise ein paar Punkte. Dann haben wir Köln gegen Bochum. Ja, ein Duell im Westen, tief im Westen. Bochum, wie gesagt, zu Hause gegen Darmstadt 2-2. Die Kölner in Augsburg 1-1. Sie sind also auch noch mittendrin. Bochum, die haben, glaube ich, ein paar mehr Punkte Vorsprung auf Platz 16. Müssen aber auch immer mal aufpassen, dass sie nicht doch noch komplett unten reinrutschen. Also so 1-2 Siege bräuchten sie noch, dann sind sie aber auch, glaube ich, gerettet. Sind halt jetzt nur noch dann nach dem Spiel 5 Spieltage. Also es bleibt nicht mehr viel Zeit, oder? 5 müssten noch 5 Spieltage sein. Tja, ich glaube, das gewinnen die Kölner zu Hause und setzen damit nochmal ein Ausrufezeichen in der Liga im Kampf um den Klassenerhalt. Ich habe immer so ganz knappe Ergebnisse. Warum? Verstehe ich gar nicht. Egal. Also, Köln zu Hause 1-0 gegen Bochum. Ich glaube, dass da mal wieder ein Sieg fällig ist für die Kölner und dann wird es richtig, richtig haarig im Abstiegskampf. Schönes Topspiel dann am Abend. Dortmund gegen Stuttgart. Der Kampf um die Champions League Plätze. Besonders die Dortmunder müssen noch aufpassen, dass sie nicht von Leipzig geholt werden. Die duellieren sich, glaube ich, um Platz 4 und Platz 5. Ich glaube, Stuttgart wird Dritter am Ende. Im besten Fall können sie sogar Vizemeister werden, wenn die Bayern jetzt noch ein bisschen federn lassen. Aber Stuttgart, glaube ich, spielt in der Champions League nächstes Jahr. Und dann auch noch verdient. Also was die für eine Saison gespielt haben, wirklich überragend. Girassi, Undaff, Führig, Maximilian Mittelstädt, um mal die Nationalspieler zu nennen. Das ist eine homogene Truppe. Da passt die Mannschaft, die Spieler passen zusammen. Der Trainer passt zu der Mannschaft und die spielen einfach eine grandiose Saison, muss man auch einfach so neidlos anerkennen. Und ich glaube, Stuttgart in der Champions League, das würde vielleicht auch gut funktionieren, gut klappen, je nachdem, wer bleibt, wer geht. Wird natürlich auch eine schwierige Saison dann, ne, diese Dreifachbelastung. Aber ich glaube, Stuttgart sehen wir ganz sicher auf jeden Fall international. Champions League gehe ich auch mal von aus, dass sie es schaffen. Und in Dortmund, ich glaube auch, dass sie dafür eine Überraschung sorgen können. Warum nicht?
Warum nicht? Aber das ist dann auch wieder so ein Spiel, wo ich denke, komm, Dortmund, die wissen jetzt auch, worum es geht. Die haben jetzt in München gewonnen, die können auch zu Hause dann gegen Stuttgart nachlegen. Ich tippe mal auf Stuttgart. Ich gehe mal da riskanterweise mit. Ich mache mal ein torreiches Spiel, 3:2. Weil, ja, wie gesagt, das ist so einfach aus dem Bauch rausgetippt. Ich glaube, die Stuttgarter sind spielerisch wirklich gut. Sogar besser als Dortmund, sonst würden sie ja nicht über Dortmund stehen. Und ich glaube auch, dass sie in Dortmund gewinnen können. Warum nicht? Ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist in der Hinrunde. Ich glaube, da hat Stuttgart gewonnen oder unentschieden. Pokal haben sie auf jeden Fall zu Hause gewonnen. Ja, also 3:2 für Stuttgart. Gucken wir mal, viele Tore. Und solange Stuttgart 1 mehr schießt, habe ich auf jeden Fall ein paar Punkte. Dann haben wir am Sonntag auf jeden Fall um 15:30 Uhr das Premium-Produkt Bundesliga mit Hoffenheim gegen Augsburg. Könnte sogar nächstes Jahr noch heftiger werden, wenn dann das Tipico-Top-Spiel am Samstagabend Kiel gegen Heidenheim ist oder Hoffenheim in Kiel, keine Ahnung, könnte ja sein. Sieht ja so aus, als ob Holstein Kiel und St. Pauli aufsteigen. St. Pauli wäre zumindest mal cool. Holstein Kiel hätten sie es dann halt auch sportlich verdient, so wie Heidenheim. Da kann man dann halt auch nichts gegen sagen. Wenn die anderen Mannschaften zu doof sind, muss man dann halt auch mal drüber nachdenken, ne, was bei den anderen falsch läuft. Egal, jetzt gehen wir zu Hoffenheim gegen Augsburg. Da hoffe ich natürlich aus Sicht der Eintracht wieder, dass die Augsburger nochmal federn lassen, dass sie also verlieren in Hoffenheim. Dass wir halt auch, glaube ich, 7 oder 8 Punkte Vorsprung dann hätten. Das wäre dann schon quasi gefühlt Platz 6, aber ist noch zu viel zu spielen. Da ist noch so viel Rechnerei. Das wird dann an den letzten 2-3 Spieltagen so ein bisschen entscheidender vielleicht. Also ich tippe mal hier ein 3. Ja, machen wir mal ein 3-0. So ein klassisches 3-0 rausgerotzt für Hoffenheim. Gucken wir mal. Ich wäre froh drüber. Ich würde mich freuen. Die Eintracht-Fans auch, sofern wir den gewinnen sollten. Das immer mal im Hinterkopf behalten. Und dann gucken wir mal, ob die Hoffenheimer auch mitspielen. Und zum Abschluss haben wir Wolfsburg gegen Gladbach. Hasenhüttl mit seinem Heimdebüt gegen Gladbach, die ja auch nochmal aufpassen müssen, dass sie wirklich nicht richtig unten reinrutschen. Also das könnte wieder so ein Beispiel sein von einer Mannschaft, die dann am Ende absteigt, womit man nicht gerechnet hätte, was aber abzusehen war, weil momentan spielt die Gladbach auch nicht gerade die Sterne vom Himmel. Seoane, ob der weitermacht oder nicht. Roland Wirkus, macht der weiter oder nicht? Das ist ja der Nachfolger von Max Eberl, glaube ich. Ne? Also ist für den Kader zuständig, für die Spielerverpflichtung, Transfers und so weiter und so fort. Da hat er jetzt auch nicht so Glücksgriffe gehabt. Von daher, wäre schade, wenn Gladbach absteigt auf jeden Fall. Es ist noch im Bereich des Möglichen. Also ich glaube, da sind vielleicht noch 1, 2 Mannschaften, die damit noch gar nicht rechnen. Außer Mainz und Köln, die eh schon unten drin stehen. Das kann ganz schnell gehen innerhalb von 2, 3 Spielen, ne? Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich glaube, dass Wolfsburg das macht. Ich mache mal ein 2:0. Die nehmen den Schwung mit aus dem Bremen-Sieg. Ralf Hasenhüttl, der will natürlich jetzt auch zu Hause nachlegen und dann, gut, ist Wolfsburg raus aus dem Gröbsten. Da wird dann nichts mehr passieren. Ja, und dann sind das ein paar, ja, spannende Tipps. Sehr mutige Tipps vor allem. Heidenheim zum Beispiel, auch Stuttgart in Dortmund. Weiß ich nicht, aber gut, einfach mal gegen den Strom ein bisschen schwimmen, weil, ja, anders kommt man nicht hoch in unserer Tabelle. Und da schauen wir jetzt auch nochmal drauf. Übrigens nur just by the way, wenn ich das alles so tippen würde, drauf wetten würde, 30.000 Euro. Nur mal so für den Hinterkopf. Aber nochmal, ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Wettanbieter oder Wettspiele. Lasst den Quatsch. Ihr verfallt bestimmt irgendwann. Das geht ganz schnell in so eine Spielsucht und dann ist völlig vorbei. Von daher, lasst den Quatsch. Finger weg von Sportwetten. Und genau, jetzt schauen wir mal auf die Tabelle hier. Hegebusch auf der 1, 4 Punkte nur noch Vorsprung vor Dökinho, der Paul dahinter, Levin, Prinz Poldi, alle noch ja in Tuchfühlung. Also sie könnten sich den Gesamtsieg holen. Viele Spiele sind es nicht mehr. Von daher haut nochmal fleißig rein in die Tasten. Vielleicht habt ihr nochmal ein bisschen Glück und holt den Hegebusch ein. Ansonsten muss man sagen, Hegebusch ist jetzt schon seit vielen Wochen oben. Von daher hätte er sich das auf jeden Fall auch verdient. Aber auch die anderen, der Paul zum Beispiel war lange auf der 1, der Kinio habe ich jetzt auch gar nicht so im Kopf, der war auch, glaube ich, mal eine Zeit lang auf der 1. Naja, also ich wünsche euch viel Glück für eure Tipps. Danke, dass ihr noch so zahlreich aktiv seid. Euch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu Spieltag 29. Macht's gut. Ciao, ciao.